Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und möchte Sie recht herzlich zu einer analogen Foto- und Kinospaziergang einladen. Unser heutiger Spaziergang führt uns nach Berlin in die Ende der 20er Jahre. Es wird erzählt, ob das Märchen oder Wirklichkeit ist, kann ich nicht bestätigen, aber in diese schwere Wirtschaftsjahre ist täglich ein Herr schön angezogen in die Arbeit gegangen, vorbei von einem blinden Bettler. Er hat ein Schild vor sich gehabt und drauf stand blind. Er war scheinbar nicht überzeugt, dass das Richtige ist, und eines schönen Tages hat er dieses Schild blind entfernt und hat ein neues hingestellt. Drauf stand: Es ist Frühling, Sie sehen es, ich nicht. Und dann auf einmal war ihm dieser Hut ein bisschen mehr Kleingeld wie sonst. Der Herr, der das gemacht hat, war der Direktor Bruno Uhl. Und das Haus, in der er hingegangen ist, war die Zentrale der Firma Agfa. Die Firma Agfa wurde 1867 gegründet und war die Tochter aus einer Fusion von mehreren Firmen. Agfa ist die Abkürzung für den Firmenwortlauf Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation. Dieser sogenannte Direktor Bruno Uhl war sehr besorgt, weil die Kameraproduktion und Absatz ging zurück. In den 30er Jahren herrschte eine Lethargie bei der deutschen Industrie und überhaupt das Leben war schwer. Und er wollte ein bisschen Leben in diese Firma bringen. Nun hat er die Idee, eine neue Kamera zu kreieren. Er gab den Auftrag an das Kamerawerk in München, eine Kamera zu entwickeln, die erstens einmal leicht zu behandeln war, gute Fotos machte, stabil sein müsste und zu einem Preis, der günstiger war als die Konkurrenz. Herausgekommen ist diese Box. Diese Box hat alle Eigenschaften, so wie der Direktor Uhl wollte. Das Gehäuse ist aus Pappe. Der Griff ist aus Holz. Der Mechanismus ist in Holz eingebettet. Die vordere und die hintere Seite sind aus Metall. Die Kamera war ein sehr großer Erfolg. Der Direktor Bruno Uhl bestimmte, dass die Kamera 4 Mark kosten soll. Die tatsächlichen Kosten waren 3,80 Mark. Nun lief der Verkauf. Damit man aber eine künstliche Nachfrage erzeugt, müssten eine Markstück, je nachdem, wo es geprägt wurde, hatte Buchstaben. Der Buchstabe A war für Berlin. Der Buchstabe G war für Karlsruhe. F war für Frankfurt. Und so, wenn jemand 4 Markstücke auf die Decke legte, wo sich das Wort Agfa bildet, konnte diese Kamera erwerben. Nicht geschenkt, der hat die Kamera gekauft. Aber so war eine günstige Nachfrage und jeder wollte der Schnellste sein, bevor der Nachbar oder der Schwager oder jemand die Kamera hat. In Österreich lief diese Aktion unter der 10-Schilling-Schein. Man müsste einen 10-Schilling-Schein hinlegen, wo in der Kontrollnummer die Zahl 4 vorkam. Die Aktion lief so gut, dass vom 5. November bis 31. Dezember 1 Million Kameras verkauft wurde. Der Nebeneffekt war aber, dass die Filmnachfrage stieg, Fotopapier wurde gebraucht und natürlich die Chemikalien für die Entwicklung. Also, es lief gut, so gut, dass man auch 800 neue Arbeitsplätze schuf. Und so hat die Firma Agfa eine sehr, sehr schwierige Zeit überwunden. Das war Agfa. Im Dezember 1996 habe ich eine nette Begegnung. Die Firma Fotoquelle startete auch eine ähnliche Aktion mit 100 Schilling-Schein konnte man eine Kamera erwerben.
Auch in diesem Schein müsste eine Kontrollnummer mit der Zahl 7 sein. Als ich in ein Gespräch verwickelt war mit den Repräsentanten der Firma Fotoquelle und von dieser Agfa-Geschichte erzählte, lachte Herr Laufner, hat gesagt, wir haben sowas nicht notwendig, unsere Firma Fotoquelle ist unschlagbar, wir werden alles überstehen. 2012 ist dann die Firma Quelle in Konkurs gegangen. Und das war auch so eine Kamerageschichte. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen beim nächsten Video.